Der König der elektrostatischen Begrasungsgeräte. Zumindest dem Namen nach. Der Woodland Scenics Static King. Mal schauen, ob der Name auch Programm ist. Auch wenn statisches Gras seit mehreren Jahrzehnten bekannt ist, hat Woodland über die Jahre an ihren traditionellen Materialien, vor allem Schaumstofflock in unterschiedlicher Feinheit, festgehalten. Im Oktober 2018 haben sie dann aber doch die Zeichen der Zeit erkannt und ihr eigenes elektrostatisches Begrasungsgerät auf den Markt gebracht. Und es war ihnen nicht mal peinlich, diese jahrzehntealte Technik als etwas völlig Neues vorzustellen. Sie entblöden sich nicht mal, es auch noch als neue Woodland-Erfindung zu präsentieren. We came up with a new materials called static grass. Sei's drum, die Produkte von Woodland haben über die Jahre gezeigt, dass sie gut und durchdacht sind und so konnte auch ich den König nicht im Regal stehen lassen. Außerdem ist Haben immer besser als Brauchen. Der Static King ist Teil des Woodland Field Systems. Zeitgleich hat Woodland Fasern in 4 Farben, nämlich hell, dunkel, mittelgrün sowie beige, herausgebracht, jeweils in 4 Längen, 2, 4, 7 und 12 mm, sowie passende Kleber, wie man das halt von einem Vollsortimenter erwartet. Der Static King kommt in einer durchsichtigen Plastikverpackung. Das ist toll für die Präsentation im Laden, für alles andere aber nicht zu gebrauchen. Aus Umweltschutzgründen schon mal gar nicht. Einfache bedruckte Pappe hätte es sicher auch getan. Neben dem eigentlichen Gerät sind in der Packung natürlich eine Anleitung auf Englisch, Deutsch, Spanisch und Französisch. Genau genommen ist das eine Kombination aus Anleitung und Inspirationsbroschüre. Sie enthält zahlreiche Beispiele, die mit dem Static King erstellt wurden und auch die Schritte bzw. verwendeten Materialien, um das Ergebnis zu erzielen. Die Übersetzungen sollte man allerdings nicht zu ernst nehmen. Zum Lieferumfang gehören 2 Siebe mit grober und feiner Maschung sowie ein Kombisieb. Für dieses braucht man den Trenner, den man in den Behälter einsetzen kann. Damit ist es möglich, 2 Fasern gleichzeitig aufzubringen. Wie gut das funktioniert, schauen wir später. Die Idee finde ich auf jeden Fall schon mal interessant. Zum Gegenpolkabel gibt es außerdem noch einen gusseisernen Sockel, an den man die Krokodilklemme anklemmt und den Sockel dann auf die zu begrasende Fläche stellt. Zu guter Letzt findet sich in der Packung noch ein Kamm, um die Fasern aufzurichten, und ein Schraubenzieher, um die Siebe festschrauben zu können. Der Nutzen von beidem erschließt sich mir nicht wirklich, zumal der Kamm bei mir schon im Auslieferungszustand leichte Deformationen zeigte. Und was kommt als nächstes? Etwa Bartkämme? Oh, Kamera noch an. Betrieben wird das Gerät wie üblich mit einer 9V Batterie, die allerdings nicht zum Lieferumfang gehört. Dem Batteriefach hätte man hier durchaus etwas mehr Höhe spendieren können, denn liegen die Kabel unter der Batterie, schließt es nicht richtig. Ebenfalls optional erhältlich ist ein 12V Netzteil, das man an der Seite anschließen kann. Ein Alleinstellungsmerkmal für den Static King. Die Optik ist, verglichen mit der Konkurrenz, durchaus als futuristisch zu bezeichnen. Der konisch ausgeführte Handgriff lässt das Gerät gut in der Hand liegen. Durch den transparenten Grasbehälter ist es möglich, die verbleibende Füllmenge problemlos zu erkennen. Andere Geräte muss ich dazu umdrehen. Die Ausführung des spannungsführenden Metalls als Krone ist ein nettes Detail am Rande. Ebenso die sehr schwungvolle Signalisierung der Betriebsbereitschaft durch ein beleuchtetes weißes Band. Dieses ist auch auf der Rückseite vorhanden und so sieht man, egal wie man das Gerät gerade hält, immer, ob es gerade eingeschaltet ist. Anders als gewohnt sind die Siebe nicht mit einem Gewinde, sondern mit einem Bajonettverschluss versehen. Daher auch die Schraube, da die Bajonettverbindung nicht die gleiche Festigkeit wie eine Verschraubung aufweist. In der Praxis sitzen die Siebe aber ausreichend fest. Die Schraube kann man sich getrost sparen. Klar, das Auge ist mit. Wichtig ist am Ende aber, was hinten, bzw. im konkreten Fall unten rauskommt. Und dazu habe ich meinen bekannten Testaufbau benutzt, braun lackiertes Styropor. Da auf den Teststücken aber kein Platz für den Gegenpolsockel ist, habe ich diesen weggelassen. Die Masseklemme nur in der Luft gehalten. Mit dem feinen Sieb und 2 mm Fasern fällt auf, dass extrem viele Fasern einfach rausfallen. Es landen natürlich auch welche im Leim, aber das Sieb ist klar zu grob. Bei 4 mm sieht es gut aus. Insgesamt lassen sich alle Längen problemlos aufbringen. Bei 7 und 12 mm müht sich der Static King aber sichtlich.
Benutzt man für diese Längen den Netzadapter, geht es deutlich besser. Kein Wunder, liefert dieser doch konstante 230 mA, während die Batterie es nur auf 185 mA schafft. Und das auch nur im frischen Zustand. Man erkauft sich das Ganze aber mit einem zusätzlichen Kabel. In der Theorie gut, in der Praxis unbrauchbar ist die Idee mit dem geteilten Sieb. 4 mm Stroh und 7 mm Dunkelgrün führen zu einem deutlich zu strohlastigen Ergebnis. Auch ist das übrige Material nicht mehr wirklich wiederverwendbar, da es zu ungleichmäßigen Teilen durchmischt ist. Und da der Behälter oben keine Führung für den Teiler hat, sitzt dieser schief. Ein Teil der 4 mm Fasern fallen durch grobe Siebmaschen. Sicher auch ein Grund für das Mehr an beigen Fasern. Auch der Behälter selbst hat so seine Tücken. Die Fasern klammern sich regelrecht an diesen. Nach dem Auskippen verbleiben extrem viele Fasern im Becher, die sich auch mit dem Staubsauger nur sehr schwer aufnehmen lassen. Ein Pinsel hilft, die Fasern zu lockern, das Reinigen ist dennoch ungewohnt zeitintensiv. Überraschend wenig gestört hat mich das doch sehr starr im 90-Grad-Winkel abstehende Gegenpolkabel. Und richtig angenehm finde ich die Farben. Woodland liefert keine Reinfarben, sondern Mischungen. Und vor allem das Mittelgrün überzeugt durch harmonisch aufeinander abgestimmte Grün- und Beige-Töne. Wer nicht selber mischen mag, findet hier eine gute Alternative. Für unter 100 € Straßenpreis liefert Woodland ein ordentliches Gerät, das aber bei hohen Fasern im reinen Batteriebetrieb an seine Grenzen kommt. Über die erzielten Kilovolt in beiden Betriebsmodi schweigt sich Woodland leider aus. Im Netz geistern Zahlen bis 20 kV umher. Das Netzteil schlägt eher deutlich mit 25 € zu Buche, womit man dann preislich beim noch Grassmaster Profi ist. Auch wenn man damit im Vergleich zum reinen Batteriebetrieb des Grassmasters eine konstante Spannungsquelle hat, muss man ein zusätzliches Kabel unter Umständen bis in den letzten Winkel der Anlage mitschleppen. Und das Kabel am Netzteil selbst ist eher kurz. Unter Berücksichtigung aller Punkte macht man mit dem Static King aber sicher nichts falsch. Mir gefällt vor allem der transparente Behälter, das ergonomisch gut in der Hand liegende, optisch angenehme Gesamtdesign und die durch Bajonettverschluss einfach und schnell zu montierenden Siebe. Der König unter den elektrostatischen Begrasern ist er aber eher nicht. Das Kombisieb sollte Woodland gegen ein wirklich brauchbares, feines Sieb für 2 mm tauschen und der reinigungsunwillige Behälter ist eher ein launiges Prinzesschen, denn ein König. Jetzt würde mich nur noch interessieren, wie sich noch RTS und Woodland im direkten Vergleich schlagen. Arbeitstitel: die 3 von der Flockstelle. Oder doch lieber die 3 Flockatis?